Grüezi miteinander, guten Tag. Hier ist Rosemarie Gasser-Rist von Humanity 2069. Ein Blick in die Zukunft, Visionen für die Zukunft. Ich sammle ja gute Ideen, wie es gelingen könnte. Heute ist Orna Ralston mein Gast. Ich habe sie vor 8 Jahren an einem Seminar kennengelernt als Sängerin und ihre Stimme hat mich fast umgeblasen. Und ich staune heute noch, dass du noch nicht in den Charts bist oder nicht Weltruhm hast, weil deine Stimme ist ja wirklich einfach wow. Ja, aber du bist nicht nur Sängerin, sondern ich lerne dich jetzt auch als Schamanin und spirituelle Lehrerin kennen. Ich bin bei dir in einer Ausbildung und ich finde, du hast so viel zu sagen. Hallo Orna. Ja, Hallo. ich frage jetzt einfach mal, wie geht es dir heute hier und jetzt in diesem Ausnahmezustand? Mir geht es richtig gut. Ja, ich finde es sehr aufregend. Ich habe eine sehr privilegierte Situation. Ich wohne an einem schönen Ort mit einem Garten und kann raus und genieße die Sonne. Wir haben Frühling. Und du bist ja auch, du arbeitest auch therapeutisch oder eben schamanisch Therapeut. Du wirst bestimmt Stimmen oder Anfragen von Menschen haben. Hast du so ein bisschen, kannst du ein bisschen so sagen, wie es den Leuten geht, deinen Kunden, deinen Klientinnen? Also darf ich vorher noch was anderes sagen? Natürlich. Also über Zoom oder Skype oder Telefon merke ich, also meine Erfahrungen jetzt damit sind, dass es ziemlich begrenzt ist. Also ich empfinde das Arbeiten mit Menschen über diese Medien ziemlich begrenzt im Vergleich, Mhm. wenn sie im gleichen Raum sind. Ja. Ich möchte das einfach gerne betonen, weil Mhm. da ist auch so ein Gefühl von, ja, in Zukunft können wir uns dann die Reisen sparen und so. Mhm. Ich finde, es ist gar nicht zu vergleichen. Mhm. Für mich sowieso, weil ich sehr vieles auch quasi unter dem Tisch mache. Also sehr viel mit dem Spüren, mit dem Empfinden, mit dem Fühlen und weniger mit dem analytischen Verstand, der mehr mit diesem Medium übertragen wird und super ist, aber eben begrenzt. Mhm. Ich finde, diese Medien sind gut zu nutzen, wenn man weiß, wofür, dann ist es toll. Mhm. Mhm. Und nicht vergessen, für gewisse Dinge sind diese Medien nicht so stimmig. Und was ich mitbekomme jetzt in meinem Umfeld, mit denen, wie ich es zu tun habe, als Thema ist sicher Angst, Zukunftsangst, Existenzängste, viele. Mhm. Äh, und was ich vor ein paar Tagen aufgenommen habe, einfach aus der Luft sozusagen, war plötzlich ein Gefühl, meine Güte, wie geht es den Frauen in unglücklichen Beziehungen? Also im Moment werden viele geschlagen Ja, und Kinder auch. ja, Und dann kam es ja dann auch offenbar in den Nachrichten ja. gestern. Häusliche Gewalt nimmt zu. Ja, ja. Mhm. Ja, das nehme ich auch. Das ist ein großes Thema, Ja. weil das ja jetzt nicht einfach weg ist, sondern eher verstärkt wird durch die räumliche Einschränkung. Mhm. Es ist wie ein bisschen, wie wenn wir unter einem Vergrößerungsglas sind. Mhm. Also Mhm. die Beziehungen, die gut gehen, die mittelmäßig gehen, die gar nicht gehen mit den Kindern, also die Nerven sind unter einem Vergrößerungsglas, was mir auf den Wecker ging und ich immer ein bisschen wegschieben konnte. Jetzt geht es nicht, weil ich bin wie Aha. auf mich selber zurückgeworfen. Ja, Und das ist sehr heikel für Partnerschaften oder Familien, die einfach nicht glücklich sind. ja, ja. Da ist es dann sehr unglücklich im Moment. Mhm. Nun bist du ja Schamanin. Wie bist du angedockt oder wie muss ich mir das vorstellen? Also das ist ja irgendwas auch zwischen den Welten. Ich sage es jetzt ein bisschen plump. Also kannst du mir ein bisschen oder den Menschen, die zuschauen, erklären, wie man sich das vorstellen muss?
Ich arbeite vor allem mit der Stimme, Mhm. aber auch mit Bewegung. Ich erkläre gerne viel, Mhm. weil ich denke, Ordnung im Kopf und in den Gefühlen ist eine sehr wohltuende Angelegenheit. Mhm. Mhm. Etwas, was uns auch gesund machen kann. Und Wie Ordnung, Ordnung schaffen. Ja, wie wir es einordnen, Ja, wie wir es interpretieren können. ja. Wenn ich Einzelsitzungen gebe, dann kann ich die Leute ansingen. Aha. Und Klang und Gesang hat ja, also ist mittlerweile auch bekannt. Also Gesang, Lieder haben eine emotionale Seite. Da kann man jemanden tief, tief berühren und auch wie bis zur Seele gelangen vom Gefühl her. Mhm. Und es ist so wie eine Berührung, die manchmal noch weitergeht als die mit den Händen. Ja. Ja. Oder einen anderen Ort. Ich tue gerne beides nutzen, also die Berührung der Hände Mhm. und des Klanges. Ja. Und dann gibt es das Wissen über Frequenzen, dass ja alles Schwingung ist. Und weil alles hat eine feine oder weniger feine Bewegung und alles, was bewegt, hat eine Schwingung und alles, was schwingt, hat eigentlich einen Klang. Wir hören es eigentlich einfach nicht, Mhm. weil es zu tief oder hoch schwingt. Mhm. Und das ist eine super spannende Angelegenheit. Und wenn man ein bisschen darüber Bescheid weiß und über Rhythmus, dann hat man es eigentlich mit dem Schöpferischen zu tun. Ja. Also man kann wie ein bisschen da Einfluss nehmen in die Schwingung. Ja. Also unser Herz schwingt, unsere Leber schwingt, unser Knie schwingt und so weiter. Ja. Ich behandle aber nicht den Körper, also die Physis. Es Mhm. kann auf den Körper wirken, aber meine Liebe und mein Interesse geht auf Trauma, die Mhm. Arbeit mit Trauma Okay. und Blockaden. Ja. 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 Und du bist dann wie auch angezapft oder angedockt an, sagst du mal, einem größeren Ganzen, wenn ich das richtig wiedergeben kann, so? Das kommt nicht Ja, aus dir oder du tunst dich ein oder wie muss ich mir das vorstellen? also gell, angedockt sind wir eigentlich alle, Ja. weil wir sind alles spirituelle Wesen. Wir sind alle beseelte Wesen. Mhm. Manche von uns oder haben einfach mehr oder weniger den Zugang dazu. Ja. Das ist vielleicht wie eine Begabung, Ja. aber nicht wirklich wie eine Begabung. Also was ich bis jetzt verstanden habe oder gelernt habe darüber, ist, dass man so einfach halt geboren wird. Ja. Ja. Also ich kann nichts dafür. Genau. Ja. Aber du bist so ein bisschen wie Hebamme für oder Begleiterin, und damit es die Leute auch lernen oder dann, damit sie wie Ordnung in sich bekommen, wenn sie das verloren haben. Oder so. Ich bilde Leute nicht aus, Schamanen zu werden, das Mhm. geht nicht. Ja. Also wenn eine geborene Schamanin, ein geborener Schamane zu mir kommt und ich das entdecke und möchte, dann werde ich den unterrichten. Mhm. Aber ich kann nicht aus allen Schamanen machen. Aus Also, einer Fackelträgerverkäuferin kannst du keine Schamanin machen. ja, nein, das geht nicht. Super, cool. Ja. Ja, das ist eine gute Frage, weil also ich höre das und ich sehe es auch, dass das angeboten wird. Mhm. Also du bist überzeugt, dass es eine Berufung gibt, dass jeder seine Ich habe es Berufung. selber so erlebt. Ja, 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 ich habe so erlebt und es auch so gelernt. ja. Mhm. Hm. Schön. Ich bin meiner Lehrerin begegnet. Ich muss sagen, ich wollte nicht Schamanin werden. Nie. Mhm. Das war jetzt nicht ein Feld, das mich interessiert hat. Und diese ganze geistige Welt, von der wollte ich eben gar nichts mehr wissen. Ich Mhm. wollte, ich wollte nichts damit zu tun haben, weil ich ja die ganze Zeit damit zu tun hatte und es einfach nicht mehr wollte. Mhm.
Und dann, als ich meine Lehrerin kennengelernt habe, da habe ich echt zuerst Versuche unternommen, es zu verhindern. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, Mhm. ich Aber dann gebe ist mir, eigentlich die geistige Welt schuld, dass du nicht in den Chart bist. ja, vielleicht, das könnte sein. Weil deine, Hey! weil deine Stimme, die könnte jetzt also jede also ja, ist meine Einschätzung. Anyway, aber du hast deinen Job, den musst du jetzt einfach machen, das ist Bestimmung, Punkt. Aber du berührst ja dennoch mit deiner Stimme. Und ich werde auch nachher Links einstellen, wo man dich hören kann. Und ja, genau. Und jetzt zum Wandel. Also was mich wirklich, wirklich interessiert. Wir sind ja jetzt in einer Zäsur, die vor einem Monat undenkbar gewesen wäre. Plötzlich ist es da, worüber schon ganz viele Leute gesagt haben, oh, hoffentlich kommt ein Systemwandel. Jetzt sitzen wir mittendrin in der, ja, äh, und ja, jetzt ist so die Frage, jetzt müssen wir mal durch die Quarantäne und dann schauen wir, was passiert. Und du hast dich bestimmt schon länger damit befasst, weil du ja schon länger auch in diesen verschiedenen Feldern wirkst. Wie könnte der Wandel gelingen? Der Systemwandel oder der gesellschaftliche Wandel? Hast du Ideen? Also, wie ich das mitbekomme und auch selber erlebe, ich bin durch viel Wandel selber, dass er von außen kommen kann und von innen angenommen werden sollte oder von innen kommt und von außen angenommen werden sollte oder Aha. also nach außen kommen sollte. Ich finde, beide Seiten sind total wichtig. Also nur Wandel innen und außen gar nichts. Also wenn ich in einer Situation bin, wo ich geschlagen werde oder nicht respektiert oder entwertet, dann ist es auch wichtig, die Situation zu verlassen. Also Ja, es gibt auch dieses Stopp. ja. Wenn ich aber nur die Situation verlasse und dann nicht in die Arbeit mit mir gehe, was habe ich dazu beigetragen, dass das überhaupt stattfinden Mhm. konnte zum Beispiel? Oder wie kommt es, dass ich nicht früher Stopp gesagt habe und die Situation verlassen habe? Mhm. Oder wie kommt es, dass ich diese Zeichen nicht gelesen habe oder denen gefolgt bin, obwohl ich sie gelesen habe? Mhm. Und so weiter und so fort. Und da ist dann die Aufforderung, einen inneren Wandel zu vollziehen. Und da wir Wesen sind, die aus der Vergangenheit in die Zukunft schauen, also wenn ich zum Beispiel einen Unfall hatte und vor 20 Jahren in ein Koma gefallen wäre und jetzt wieder aufgewacht, dann würde ich hier einen iPad vor mir sehen und denken, was ist denn das für ein Blatt Papier, das unter Glas ist? Ja. Oder? Ja. Weil ich hätte noch nie einen iPad gesehen und ich Ja. wüsste überhaupt nicht, wo das einordnen. Ja. Das heißt, die Gegenwart oder die Zukunft ordnen wir dank der Vergangenheit ein, über unser Erleben. Mhm. Unsere Vergangenheit, die prägt uns auch. Das heißt, die tut die ganze Zeit helfen, die Dinge zu interpretieren. Das ist eine total wichtige Angelegenheit. Wie gesagt, ich würde sonst völlig überfordert sein, was da alles um mich herum steht. So geht es aber auch mit den Gefühlen und mit dem Bezug zu den Dingen. Und jetzt zurück zu einer Frau, die vielleicht in einer Beziehung gerade ist, die geschlagen wird und aus der Beziehung rausgeht und sich neu verlieben will. Und leider ganz oft geschieht dann, dass nach dem Honeymoon die Erkenntnis kommt, nee, jetzt schon wieder. Ja, vielleicht jetzt nicht geschlagen, sondern gedemütigt oder weiß nicht was. Mhm. Und das hat dann ja, also das hat mitunter eben auch mit dem zu tun, dass aus der Vergangenheit eine Anziehung in die Zukunft Mhm. über
über hochkomplexe Vorgänge in uns stattfinden. Mhm. Zum Beispiel, indem wir Gefahren ausloten wollen, sind wir ja ständig mit der Vergangenheit beschäftigt, dass die in der Zukunft nicht wieder passieren. Ja. Ich hoffe, es ist ein bisschen, ich hoffe, ich kann es ganz einfach so Mhm. verständlich machen. Ja. Eben, dass der Wandel eine innere Veränderung, eine innere Einsicht, eine neue Strategie braucht, aber auch ein Ja. also innerer Wandel, äußerer Wandel muss zusammenspielen, um wirklich etwas zu verändern. Weißt du, ich höre in letzter Zeit, oder schon Jahre eigentlich, schon vor 2012 und 2012 war das ganz stark. Ja. Und jetzt auch wieder dieses Wassermann-Zeitalter, Mhm. dieses goldene Ja. Zeitalter, wo wir miteinander anders umspringen und es ein Wir ist und so. Aber nicht aber. Was ich da zu bedenken gebe, ist, wenn ich immer noch gleich ticke wie vorher, also angenervt bin, wenn ich vor der Kasse 2 Meter Abstand halten muss Mhm. und einfach halt sagen kann, ja, das ist im Moment die Gegebenheit. Wenn Mhm. ich da angenervt bin und dann der hinter mir, der vielleicht drängt oder vor mir dann niedermachen muss oder die an der Kasse dann niedermachen Ja. muss, dann kann ich im goldenen Zeitalter sein, so viel ich will. Ja. Für mich ist es dann nicht golden. Ja, genau. Und für die anderen noch weniger, die Mhm. das dann abbekommen. Genau. Also Ja. Mhm. das Wir und das Miteinander liebevoll umgehen, das hat fest damit zu tun, Ja. wie wir auch fühlen und wie wir uns wertschätzen und andere und so weiter. Genau. Und ich denke, es ist ja auch nicht damit getan, etwas wegzumeditieren oder hinzumeditieren. Also rein mit dem Meditieren nützt es gar nichts, wenn wir nicht im Alltag anders handeln, wenn wir nicht mehr Zuwendung schenken, wenn wir nicht mehr Solidarität leben, wenn wir nicht mehr Mitmenschlichkeit zeigen, oder? Also es gibt ja viele elitäre Lichtarbeiter, die sagen, es reicht, wenn ich mich hinsetze und dann irgendwie was Schönes Liebe denke, aber im Alltag bin ich dann eine, die dennoch die anderen über den Tisch zieht. Das ist ja dann auch nicht wirklich ein Wandel. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer Buddhistin. Ich glaube, ich kann das sagen, weil die kann überall auf der Welt sein. Mhm. Und die gesagt hat, sie hat so viel Arbeit gerade und kommt überhaupt nicht dazu, ihre Meditationen zu machen. Ja, Und ich habe dann gesagt, vielleicht ist ja das deine Meditation, die Arbeit. genau. Und dann ging so eine Welle durch ihr Gesicht und dann hat sie gesagt, aha, ja, das könnte sein. Tatsächlich. Ja, es Ja, war total schön, ja, ja, weil das war so wie, ach ja, ich muss ja nicht hinsetzen und Frieden, in den Frieden einsinken, sondern den kann ich auch einfach so praktizieren, indem ich das erwirke. ja, ganz genau. Ja, das ist dann die Meditation für Fortgeschrittene. Genau. Also ich sehe wirklich einen Schlüssel darin, dass wie soll ich sagen, die Haltung eben auch, dass wir verbunden sind, dass wir nicht nur also Fleisch sind, sondern wirklich auch eine geistig-emotionale Komponente haben. Dass wir das aber wirklich jetzt praktisch auch wie leben und nicht nur, dass es nicht nur leeres Geschwätz ist, sondern dass wir das auch zeigen oder einfach praktische Hand reichen, praktische Nachbarschaftshilfe leisten. Ich glaube, das dient jetzt. Ich möchte einfach sagen, einfach freundlich miteinander sein ist eine schöne Angelegenheit. Aber wenn wir von Wandel sprechen, also jetzt sind es zum Beispiel bald 3 Wochen, was ich gelernt habe in meiner Arbeit mit meiner Lehrerin. Damals haben wir 3 Wochen Retreat gemacht in Neuseeland. Und Mhm. nach 2,5 Wochen haben die Leute nicht mehr freundlich sein können miteinander. Dann kamen so die Stinkereien hoch. Mhm. Ja, ich brauche das und er geht mir auf den Wecker und sie sowieso. Und da haben wir gemerkt,
ups, es kippt so nach 2 Wochen, 2,5 Wochen, können wir alle nett und freundlich sein, wenn wir in einer Situation sind, die uns nicht angenehm ist und irgendwann kippt. Ja. Ja. Und dann kommt unter der Freundlichkeit, kommen dann die Themen. Ja. Weißt du, ich glaube, es gibt Wut, die anzeigt, jetzt ist etwas nicht stimmig, es braucht Veränderung, oder Wut, die anzeigt, hier braucht es einen Stopp. Ja. Und dann gibt es eine Wut, die so richtig aggressiv wird innerlich, wo ich das Gefühl habe, ich muss in Zerstörung gehen. Ja. Wenn das Gefühl in mir ist, also nicht die Wut, die anzeigt, sondern die Wut, die jemanden an die Gurgel gehen kann, Ja. dann überlege ich nicht, Moment, hier ist irgendwas angestoßen, was mit mehr zu tun hat als dieser Situation. Ja. Ja, und dann gucke ich, was stößt es in meinem Inneren an. Meistens hat es dann mit einer Geschichte aus meinem Leben zu tun, die einfach ungelöst ist oder die noch wirksam ist. Und dann arbeite ich damit. Und sonst, wenn es eine Wut ist, die angezeigt ist, wenn etwas ungerecht ist, finde ich eine Wut angezeigt. Ja. Es ist nicht angezeigt, sie dann auszuleben, den anderen niederzumachen. Aber sie ist wichtig zu erkennen, hier stimmt was nicht. Ja. Ja. Eben, dass man sie nicht wegdrückt aus Nettigkeit, sondern dass man einfach sagt, jetzt ist was da und jetzt muss es angeschaut werden und das Einordnen auch. Gehört es zu mir, gehört es zur Situation? Und das ist für mich Transformation, wenn man es nicht mehr aus Gewohnheit oder wenn man so erzogen wird, es wegdrückt, sondern wie die Verantwortung für die Situation und für mich als Mensch oder für mich, für mein Handeln und Wirken auch übernehmen. Und dazu gehört wirklich Selbstreflexion. Und wie du sagst, auch oft das Bild von außen. Ja, genau. Wieder innen und außen, wie du vorher gesagt hast. Ja, wir haben nun mal immer wieder mal Tomaten auf den Augen, das gehört auch dazu. Ja, ja, genau. Was gibt dir Zuversicht, Orna? Also der Umgang der Menschen miteinander, also ich finde, wir haben nicht so eine schlechte Menschheit. Ja. Also ich erlebe ganz viel Zuwendung, liebevolles, sorgsames, auch offenes Miteinander sprechen, auch wie wir jetzt sprechen. Also da ist ganz viel Offenheit, da ist ganz viel nicht schwarz-weiß denken. Ja. Und ja, ich habe es einfach mit vielen Menschen zu tun und auch im Netz, wenn ich so rumsurfe, ja, es gibt viele, wo jetzt nicht so das reinbringen, was mir Hoffnung bringt, aber es gibt ganz viele auch, die das reinbringen. Also du hast das in dir, also du hast eine Zuversicht in dir, die musst du dir nicht hereinholen oder manifestieren oder herbeiwünschen, die hast du in dir, die Zuversicht. Also ich praktiziere halt. Ich tue auch meditieren. Ja. Und das hält mich, das ist für mich mittlerweile geworden wie Zähneputzen, Duschen. Also es gehört einfach zu meinem Wohlbefinden. Meditieren ist für mich ein Zeitraum, in dem ich mit mir arbeite, also wo ich in Selbstreflexion gehe, bis hin, aber nicht nur denken, sondern auch bis hinein ins Fühlen und mich ausrichte, auch in den Gefühlen. Und je nachdem aufdecke, wo halte ich an Dingen fest, die mit gar nicht dieser Situation zu tun haben, sondern ich bin noch wie verblendet von was anderem. Ja. Bei mir läutet es jetzt. Ja, genau. Das ist bestimmt mein Vater, der ruft mir jetzt fast jeden Tag an. Schön. Ja, er ist Kunstmaler und Bildhauer. Ja, und wann hat er das gemalt? Ja. 2009. Weil es passt ja irgendwie so gerade in die Zeit, finde ich. So ja, es passt irgendwie immer. Es Also passt.
Ich liebe es anzuschauen, weil ich sehe immer wieder Neues drin. Ja, genau. Aber dein Vater hat ja ein Bild gemalt und meine Frage war, möchtest du zum Abschluss noch etwas Rundes sagen? Du hast, wo wir noch nicht aufgenommen haben, gesagt, vielleicht fragst du wegen Singen was. Und dann habe ich gesagt, nee, ich singe nichts. Ja, das stimmt. Und Da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. jetzt kommen wir nicht, also ich werde nicht was singen, aber vielleicht ein Tipp, wenn der Stress hoch ist, also wenn der Stresspegel hochgeht, kann eine ganz leichte Übung auch den Stress wieder runternehmen. Mit der Stimme, das heißt, du tust auf 6 einzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tust du einatmen durch die Nase. Mhm. Und dann tust du auf 6 zählen, ausatmen und dabei dann einen Moment Stopp und dann tust du wieder auf 6 zählen einatmen über die Nase und wieder. Und das machst du 20 Minuten, eine halbe Stunde. Mhm. Und das hilft, die Nerven wieder runterfahren. Wenn du singst, ist das wie eine kleine Massage im Innern. Mhm. Und diese Massage aus dem Innern ist ja auch eine Berührung in dir, mit dir. Und das ist sehr angenehm. Ja. Es ist Bewegung da drin. Und du kannst auch ausprobieren, welcher Ton dir am liebsten ist. Es gibt so wie Töne, da kuschelt man sich wie gerne rein mit den Ohren. Ja. Und dann kannst du so wie da ein Bad nehmen in diesem Ton. Ja. Die Voraussetzung dafür ist einfach, dass du nicht so ein Urteil fällst über dein Singen, wie es sein sollte, sondern so eine Offenheit, ein Interesse, wie deine Stimme tönt. Ja. Und das Schöne ist, du musst keinen Ton treffen. Also hier geht es nicht darum, dass du irgendeinen Ton genau triffst, sondern dass du es genießt, in diesem Klang zum einen zu baden mit deinem Gehör und zum anderen ihn zu spüren. Ja. Ja. Und ich möchte einfach sagen, sowohl die Whisky-Stimme, wie auch die Zwiebelstimme, wie auch die spitzige Stimme, alle haben ihren Reiz und alle haben etwas, was spannend ist. Eigentlich geht es nicht um den Virus, es geht eigentlich um das Thema Verletzlichkeit. Genau. Ich glaube, das ist im Moment, wenn man damit arbeitet, kommt man weiter, als wenn man nur am Virus arbeitet oder an den Existenzängsten. Dahinter ist eigentlich die Angst vor Beschadung. Ja. Ja, dass ich einen unwiederbringlichen Schaden erleide oder schlussendlich, dass ich sterbe oder dass jemand anders stirbt. Und unsere Welt ist so eine Welt der Perfektion geworden oder des Perfekten, des Suchen von Perfektem, dass wir, glaube ich, schon ein bisschen daran leiden. Es ist wie ein sich auseinandersetzen wieder mit, ja, wir hatten es am Anfang davon, Wandel heißt auch Vergänglichkeit. Wandel heißt, dass das, was jetzt für mich stimmig war und ich es so geliebt habe und es so gut war, auch vorbei sein wird. Und ich gebe mir Mühe, dass zum Beispiel die Beziehung bleibt oder der Job der bleibt, den ich so liebe oder es so weiterläuft wie bisher, weil es bei mir gut läuft. Daneben jemand anders, der sich total sehnt, dass es endlich anders wird und endlich vorbeigeht. Ja. Es kommt darauf an, in welcher Situation man ist, aber ob es gut ist oder nicht gut ist, wir sind im steten Wandel unterworfen. Also schon alleine mit unserer Schönheit, wir Frauen müssen uns so jung und so lange jung wie möglich halten. Mhm. Was ist denn das für ein Unfug? Mhm. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit und immer wieder eine ältere Dame in meiner Praxis mit schönen grauen Haaren und einem schönen, faltigen Gesicht. Und was bringt sie als Thema?
sie möchte nicht älter werden. Okay. Sie fühlt sich übersehen. Sie fühlt sich nicht mehr wahrgenommen und sie hat sich sehr über ihre Schönheit definiert. Stimmt was mit unserer Kultur ganz und gar nicht. Es braucht auch einen Kulturwandel, gell? Ja, was in anderen Kulturen, da werden die älteren Leute hoch geschätzt. Ich möchte eine schöne, alte, weise Frau werden. Ein bisschen starr ist, ein bisschen stur, aber doch umgänglich. Ja, genau. Nur manchmal ein bisschen schwierig. Ja, das darf man. Ich finde, ältere Leute dürfen auch ein bisschen eigen sein. Ich finde auch, dass wir die Senioren, gerade die ja jetzt wie weggesperrt werden, dass wir eine ganz andere Intergenerationenkultur bekommen. Dass wir auf die Weisen hören, auf die Lebenserfahrung. Und darin sehe ich nach wie vor auch eine Chance, jetzt wo sie fehlen, dass wir jetzt merken, hey, die fehlen wirklich. Die fehlen an Wissen, die fehlen mit ihrem Witz, mit ihrem Störrischsein, mit ihrem, ja, Gerade jetzt. die gehören Gerade Mhm. Ja. Weil die haben zum Beispiel den Krieg durchgemacht und da sind nicht nur die Schwierigkeiten drin, da sind auch die Fähigkeiten drin, so eine Zeit zu überstehen und so eine Zeit miteinander zu gehen und füreinander zu gehen. Genau. Das haben die alle erlebt. Genau. Und, also ich muss sagen, sowohl die jungen Weisen wie die alten Weisen wie die mittleren, das eine ist von außen, was kommt, und das andere ist aber auch, ob ich es einnehmen kann, meinen Platz. Ja. Ich werde ja nicht eine alte oder junge Weise, nur weil ich das Alter habe. Ja, genau. Und da geht es ja wieder um Inneres und Äußeres, wie du gesagt hast. Genau. Ja, wunderbar. Supi. Ich finde es so spannend. Genau. Dann machen wir jetzt einen Schlusspunkt, würde ich sagen, damit du deinem Papa Hallo sagen kannst und seiner Weisheit lauschen kannst. Grüß ihn von mir. Ja. Ich würde den wirklich gerne mal kennen. Ich liebe Künstler. Ich bin ein Fan von Künstlern, weil die so ein bisschen in den Zwischenwelten leben. Also nochmals herzlichen Dank und bis sehr bald. Vielen Dank auch. Danke fürs Interesse. Sehr gerne. Also, tschüss. Ciao. Auch Hochdeutsch ist für dich okay? Ja. Ja, müssen wir fast. Und dann einfach übersetzt, oder? Gut. Wenn du dabei nicht... das ist eine Küchenbank. Ja, wir sind in der Küche hier. Also, gell, da ist noch die eine Frage wegen dem Wandel.